Die Entscheidung war für mich überhaupt nicht schwierig eigentlich. Damals, ich bin in Innsbruck zur Welt gekommen und mein Ziel war einfach aus einem ÖVP geprägten alpinen Umfeld wegzukommen in eine große Stadt, eine Millionenstadt und sozusagen also etwas zu suchen, was ich zu Hause nicht hatte und vorgefunden habe. Sozusagen hat mich der CV und die katholischen Studentenverbindungen in die Flucht getrieben und das Milieu ist in Wien ein anderes. Man kann ein bisschen künstlerisch ein bisschen freier an die Sachen herangehen und ich glaube auch das Studienangebot war, also wie ich mich gut erinnere, war in Wien sehr schön. Also es ist ein sehr vielfältiges Kompositionsstudium. Mindeststudiendauer war damals noch 6 Jahre. Es waren sehr viele Nebenfächer, die auch sehr viele interessante Aspekte abgedeckt haben und ich habe mich auch nur in Wien beworben. Also eigentlich war mein Ziel, gleich nach Wien zu gehen, in eine spannende Stadt. Ich meine, man hat natürlich viele Erinnerungen an die Studienzeit, ein paar offiziell erzählbare und ein paar nur im privaten Kreis erzählbare. Was ich mich noch sehr gut erinnere, unsere Kompositionsabteilung war im heutigen Haus der Musik hinter der Andergasse. Es war ein ganz verwunschenes Gebäude und da hat es das berüchtigte Zimmer 5 gegeben. Da ist man von oben im Halbstock nach unten gestiegen. Das war total getäfelt, in Holz getäfelt. Und es war, ich habe mir nur irgendwie gedacht, wenn die Zukunft der Musik in so einem Zimmer, es war so ein wirkliches irgendwie Fin de siècle Wiener Holztäfelungszimmer mit Kachelofen und also einerseits sehr gemütlich, andererseits ein sehr, sehr dunkles, obskures Zimmer. Und man dachte, das symbolisiert eigentlich ganz gut den Zustand der Wiener Musik. Sehr viele Innovationen sind hier entstanden. Es war auch sehr viel aufgebrochen. Es ist natürlich auch in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viel Mief gewesen, kompositorisch. Ich denke nur so an diese neotonale Strömung, die ich immer abgelehnt habe. Und das war für mich so ein Symbol. Es gab damals noch ein paar Lehrende, die das noch sehr vertreten haben. Es war für mich so ein schöner Widerspruch zwischen Aufbruch, den man ja als Student sieht. Man will irgendwo hinschwimmen, musikalisch, wo noch niemand war. Und dann einerseits auch so eine Traditionsverhaftetheit. Und ich glaube, das ist in Wien auch sehr speziell. Sowohl hohes Interpretationsniveau, teilweise auch ein bisschen museal geprägt und andererseits schon sehr viel Innovation und sehr viel Fantasie. Und insofern war das Zimmer 5 in der Andergasse eigentlich ein sehr beliebtes Zimmer. Man hat da nicht ungern seinen Unterricht gehabt. Leider sieht man es heute nicht mehr. Die haben das, glaube ich, komplett umgebaut beim Haus der Musik, alles verändert, aber Andergasse war das damals. Ich glaube, mein Hauptwunsch ist eigentlich, dass es eine offene Institution bleibt, die Künstler ausbildet und nicht Kunsthandwerker im weitesten. Das heißt, ich glaube, und das ist eine Strömung, die man überhaupt im Universitären derzeit bemerkt, es geht viel um Evaluierung, um Einsatz für die Privatwirtschaft und Studienzeiten verkürzen und so weiter. Und ich glaube einfach, es geht gerade bei Musikstudien und gerade bei Studien auf einer Kunsthochschule auch darum, dass sich junge Leute finden, dass sie eine Idee entwickeln, die jetzt vielleicht nicht gleich kommerziell umsetzbar ist. Und ich glaube, wenn dieses utopische Element wegfällt in Hochschulen, also wenn alles nur mehr auf die Privatwirtschaft und auf die Karriere ausgerichtet ist, dann verliert eine Hochschule sehr. Und ich glaube, dieses offene Angebot, eine Experimentierwiese auch und eine gewisse Offenheit auch im Lehrpersonal dem gegenüber ist, finde ich, sehr wichtig. Und ich glaube, Verschulung im weitesten, also nicht künstlerisches, sondern so pädagogisch hochwertig, aber künstlerisch das ist, finde ich, also ich glaube, dass die Hochschule war auf einem ganz guten Weg, dass das nicht passiert, aber ich glaube, da muss man sich immer gegen die Politik und die Begehrlichkeiten auch aus der Politik und der Privatwirtschaft wehren und das sollte die Hochschule wirklich tun.